Sie heißen Lumpi, Waldi oder Wastel. Schon Pablo Picasso und Andy Warhol porträtierten ihn. Der Dackel, auch Dachshund oder in der Jägersprache Teckel genannt, ist ein beliebter Jagd- und Familienhund. Auch der legendäre Schauspieler Gustl Bayerhammer ließ sich als bärbeißiger Kriminalhauptkommissar Feigl in etlichen Tatortfolgen gern von seinem Dackel Oswald begleiten. Wenn nicht der Löwe den Platz im bayerischen Wappen einnehmen würde, so müsste er dem Dackel zustehen. Geschichte und Herkunft des Dackels. Dieser Hund gehört zu den kurzläufigen Zwerghunden und wurde als solcher schon in frühesten Zeiten erwähnt. Bereits in altägyptischen Gräbern fand man Skulpturen mit ähnlich aussehenden Hunden. Man geht davon aus, dass es derartig kleine Hunde mit kurzen, krummen Beinen sowie einem ausgeprägten Jagdinstinkt bereits im Mittelalter in Deutschland gab. Schon 1560 wurde in Aufzeichnungen von Hunden erzählt, die in Fuchs- oder Dachsbauten krochen. 1840 waren im ersten deutschen Hundestammbuch 54 Dackel eingetragen und 39 Jahre später stellte man die ersten Rassestandards auf. 1888 gründeten die Herren Klaus Graf Hahn und Major Emil Ilgner den ersten deutschen Teckelclub. Erscheinungsbild des Dackels. Im Gegensatz zu anderen Hunderassen wird die Größe des Dackels nicht durch die Widerristhöhe definiert, sondern anhand des Brustumfangs gemessen. Die Rasse wird in 3 Varianten unterteilt. In den Dachshund, auch Teckel genannt, mit einem Brustumfang von mehr als 35 cm, den Zwergdachshund oder Zwergteckel mit einem Brustumfang von 30 bis 35 cm sowie den Kaninchendachshund oder Kaninchenteckel, der einen Brustumfang bis zu 30 cm hat. In jeder dieser 3 Varianten gibt es sowohl Kurzhaar- als auch Langhaar- und Rauhaardackel. Die Fellfarbe kann unifarben, mehrfarbig und gestromt sein. Der FCI-Standard schließt weiße Dackel mit oder ohne Abzeichen aus. Auch schwarze Dackel ohne Abzeichen sind von der FCI nicht zugelassen. Allen gemein ist der niedrige, kurzläufige, langgestreckte Körper. Das Gewicht sollte 9 Kilogramm nicht überschreiten. Trotz seiner geringen Größe ist der Dackel sehr muskulös. Mit seinen großen hängenden Schlappohren ist sein Gesichtsausdruck treu und liebenswert. Daher spricht man auch vom Dackelblick. Die verkürzten Läufe, die eigentlich eine standardisierte Fehlbildung sind das Ergebnis einer gezielten Selektion in der Züchtung. Wesen und Charakter des Dackels. Sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auch gerne als Sturheit bezeichnet wird, ist eine Charaktereigenschaft, die bei der Jagd besonders wichtig ist. So muss er beim Stellen des Dachses im Bau Entscheidungen ganz alleine treffen. Auch Drückjagden und das Verfolgen der Wundfährte, also der Fährte des angeschossenen Wildes, sowie das Todsuchen sind die optimalen Einsatzgebiete für den Dackel. Gegenüber größeren Artgenossen zeigt der kleine Hund oftmals nicht den gebotenen Respekt und gerät so schon mal in die eine oder andere Konfrontation. Auch seinem Besitzer gegenüber versucht er immer wieder, seinen Willen durchzusetzen. Aufgrund dieser Eigenart gehören Erziehung und Ausbildung des Dackels frühzeitig in erfahrene Hände. Heute wird der Teckel bevorzugt als Familienhund gehalten und leistet gerade älteren Menschen und Alleinstehenden liebevoll Gesellschaft. Auslauf und Pflege des Dackels. Der verspielte, quirlige Vierbeiner bewegt sich gerne und sollte genügend Auslauf und Spaziergänge angeboten bekommen. Er kann sowohl in Stadtwohnungen als auch auf dem Land gehalten werden. Da er einen ausgeprägten Jagdinstinkt hat, sollte man bedenken, dass er bei ungenügender Erziehung und ohne Leine schon mal das Weite suchen und wildern kann. Je nach Fell bedarf der Dackel unterschiedlich intensiver Pflege. Während die Kurzhaar- und Rauhaardackel nur ein einmaliges Bürsten pro Woche benötigen, sollte man den Langhaardackel täglich kämmen, um Verfilzungen vorzubeugen. Leider ist der Dackel extrem anfällig für eine spezielle Form des Bandscheibenvorfalls, nämlich die Dackellähme.
Dabei werden Nerven abgeklemmt und der Hund verliert meist über seine Hinterläufe die Kontrolle. Dackellähme kann nicht geheilt, sondern nur gemildert werden. Man sollte daher Übergewicht vermeiden und stets für ausreichende und richtige Bewegung des kleinen Kerlchens sorgen.